Der absolute Hammer. Er sieht ganz sportlich aus, hat einen Slideout, kommt aus Amerika, hat hier eine ganz große Markise dran, elektrisch, hat so viel Extras mit drin und unter anderem eine elektrische Hubstützenanlage. Genau. Und das Ganze sogar mit Licht. Absolut, das ist ein geniales Teil. Vor allem auch die Höhe und es ist ein richtiges Offroad-Anhänger mit spezieller Achse und ein Stollenpneu. Genau. Geniales Teil. Peter, du kommst aus Schaffhausen, deine Firma heißt Automax. Du bist eigentlich Ford-Dealer, genau. Aber ich sag mal, du hast vor einigen Jahren angefangen, diese großen Anhänger aus Amerika zu importieren. Hat sich das gelohnt? Absolut, das ist eine Herzangelegenheit. Ich fahre schon seit 20 Jahren und da ist richtig schön Platz drin. Ja, hier bist du jetzt natürlich am Caravan-Salon der absolute Star hier draußen. Warum nicht drinnen? Wir sind doch Camper. Okay, nee, die Dinger sind zu groß für die Hallen. Genau, das ist so, denn sie haben eine gewisse Größe und hier vorne sieht man 49.000 Schweizer Franken, die Outdoor-Küche ist mit dabei. Ja, genau. Das ist ja unglaublich. Ja, mit Anschluss für eine Fritteuse und einen schönen Grill dabei. Gut. Die sind immer voll, muss man sagen. Das liegt daran, dass die Amerikaner, die bauen nicht nur 5 oder 10, die bauen dann hier von so einem Teil hier 10.000 oder sowas. Ja. Genau. Das heißt, und die fahren die meistens 3, 4, 5 Jahre. Da sind viel mehr Leute unterwegs oder draußen. Ja, das ist ein Riesenmarkt und die haben schon so jahrzehntelange Erfahrung, gerade auch mit Slideouts. Peter, wenn du mal ganz kurz mitkommst, wir zeigen das mal gerade. Das hier ist jetzt ein Fahrzeug, den du noch lange hinterher heulen wirst. Ja, er wird nicht mehr gebaut. Hier steht er, aber der... Ich sag mal, Camper hier, du hättest noch 10.000 verkaufen können, aber jetzt gibt es ja demnächst einen neuen auf Basis T7, glaube ich. Ja, gut informiert, ja, genau. So, aber jetzt kommen wir mal zu dem hier. Mensch, so ein kleiner Slideout und das wird gleich so viel ausmachen, oder? Das ist das Ding, genau. Und vor allem, das ist richtig europäisch. Der hat 2,30 Meter Breite, eine Länge zwischen, je nach Modell, Innenausbau zwischen 6 und 7 Meter. Geniales Teil. Vor allem ziehbar mit einem PW. Also so. Braucht man kein 4x4. Keine 4x4. Also ist es so, das könnte man jetzt auch nach Deutschland relativ problemlos erweitern, denn das ist ja kein Sattelauflieger, ist ein normaler Wohnwagen. Genau, da können wir auch normale Auflaufbremsen drunter machen. Das geht so. Hier vorne sieht man das ist Frischwasseranschluss, Citywasser, integriert. Immer. Ja. Das heißt, du kannst ihn fest anschließen. Genau. Hat auch einen 20 Liter Heißwasserboiler drin. 20 Liter, elektrisch und Gas. Okay, das heißt, da können auch 2 Leute mit duschen. Ja, problemlos. Funktioniert. Sind die dicht? Das ist oft die Frage hier. Wintercamping und so, geht das? Ja, die sind super isoliert. Die sind richtig massiv gemacht. So, man sieht da ganz oft hier oben was drüber. So eine Folie oder sowas, das braucht man hier nicht, oder? Kann man nachmontieren, dass das Laub und der Dreck, wenn man reinfahrt, nicht in der Stube ist. Ja. Okay, komm, wir gehen mal rein. Der Boiler ist mit dabei. Wir müssen Gas geben, denn du hast ja keine Zeit. Was mir aufgefallen ist, du hast Stockbetten hinten drin. Das ist ein Family-Grundriss, oder wie? Absolut, ja, das können wir. Jetzt muss ich nachzählen. 6 Leute können wir hier 6 drin schlafen. Ja. So, die Länge vom Fahrzeug, vom Anhänger? Da ist, schauen wir gleich nach, 6,85 Meter. 6,85 Meter nur, über alles, mit der Deichsel? Mit der Deichsel, ja. So, jetzt gehen wir mal rein. Und jetzt sieht man direkt, die Amerikaner, wenn die Stockbetten machen, ja, dann sind das richtig lange Stockbetten. Genau, und auch die Breite. Und da können wir 2 Meter Kinder, Erwachsene drin schlafen. Irre breit. Dann haben die auch immer direkt hier diese Auflagen mit dabei, dass die Kinder drauf spielen können. Und das ist toll, eine Klimaanlage ist mit drin. Ist auch dabei, genau. Und noch eine Überraschung, wenn du mal hier runter gehst. Ja, warte. Ein Zentralstaubsauger. Genau. Das ist der Wahnsinn, ne? Also, Mikrowelle. Dann hast du hier, das erinnert mich so ein bisschen an den deutschen Wohnwagen, wo es dann schon direkt aufhört, ist die Dunstabzugshaube fest integriert nach draußen. Genau. Ein 3-Flammen-Kochherd, eine Riesenspüle, das ist glaube ich auch gesetzt in Amerika, oder? Die du hast. Und was ganz toll ist immer der ganz große Dometic, den es nur in Amerika gibt, gell? Genau. Riesenfächer. So, der geht auf Gas und auf Strom? Alles, ja. Genau. Ein Riesending. Also im Vergleich zu den normalen, dann die Bäder. Das sind richtige Bäder. Ist das eine Festtanktoilette? Ja. Das reicht für eine Woche und dann gehen wir dumpen. Circa 100 Liter oder was geht da rein? 120 Liter. 120 Liter. Schwarzwasser. Genau. Frischwasser, was geht? Der hat Verbrauch 120 Frischwasser. Eine richtige Dusche, da können wir also 1,90 Meter Leute duschen drin. Kleiderschrank, guck mal hier. Genau, du machst mal auf. Der ist noch ganz neu, muss man sagen. So, der stand wahrscheinlich letzte Woche noch am Schiff, oder? Ja, ist so. Tresor. Gut, dass die Jungs nicht ganz so einfach haben. Und jetzt, wenn du mal kurz hinten aufs Bett dich mal draufsetzt.
dass man mal sieht, wie viel Platz man hat. Durch diesen Slide-Out gewinne ich ja diesen Raum, den ich habe. Wahnsinn, oder? Und du bist ein großer Mann, oder? Genau, 1,90 fast. 1,90 bist du groß. Das ist der Slide-Out. Du hast eine richtige Rundsitzgruppe. Da könnte man auch ein Bett draus machen. Aber was du nie siehst, ist wirklich in Europa, dass du diese Stockbetten so dermaßen groß hast. Also, dass die auch wirklich auch benutzbar sind für Erwachsene. Das ist schon mal groß. Dann hast du hier, ich sag mal, eine Rundsitzgruppe mit drin. Das ist ja spannend. Was ist das? Genau. Ja, das ist nochmal ein Stauraum. Genau. Das habe ich oft in den Stühlen gesehen. Da haben die unter jedem Stuhllehne haben die nochmal Stauraum drin. Absolute Künstler. Überall, jeden Zentimeter wird ausgenutzt. Was in Amerika niemals fehlen darf, ist ein Big Screen TV. Ist so. Der ist zwar jetzt nicht big, aber im Vergleich zu so einem Wohnwagen, der hatte ja, ich denke, der hat so 42 Zoll. Ja, bei den Auflegern gibt es Riesendinger. Genau. So. Dann Schalter, das Ganze ist diskret. Die Amerikaner wollen noch nicht so viel Technik, das kommt jetzt gerade erst, oder? Ja, aber ich liebe es noch. Das sind wirklich, die funktionieren immer. Aber sie sind modern, auch mit USB-Anschlüssen überall, einen Haufen Steckdosen. Schweizer? Genau. Genau, das ist alles umgerüstet. So, ein Höllenaufwand betreibt ihr hier. Die müssen erstmal importiert werden, dann kommen sie aufs Schiff drauf, dann ist einiges umzubauen. Was ist umzubauen? Ganzen Haufen. Feststellbremse fehlt bei den Amis. Dann natürlich die Stützlast muss stimmen, der Travo elektrisch, Gas wird umgerüstet, flammenüberwachte Herde ausgetauscht etc. Ja, und du hast viel Platz. Das ist jetzt ein, sag mal, ein kleiner, aber der läuft gut bei dir, oder? Der kleine. Ja, vor allem ist ein Einachser und den kann man noch rumstoßen. Da kann man auch eine Mover drunter machen, problemlos. Okay. Das heißt also, und dann das Bett. Guck dir mal das Bett an, wie groß das ist. Das ist ein reines Bett? Schon, oder? Ja, absolut. Eine richtig große Matratze. Okay, Stauraum drunter hast du? Alles Stauraum. Okay, ja. Klasse. Ja. So, hier sind wir mitten auf dem Caravansalon. Wir sind in Bern und du kommst aus Schaffhausen. Das ist schon weit weg für einige Schweizer, oder? Ja. Ist je nachdem, wo sie herkommen. Für solche Fahrzeuge, da fahren sie gerne vom Wallis, vom Matterhorn kommen sie zu uns, weil wir sind eigentlich, es gibt noch einen Händler und in der ganzen Schweiz sind wir 1:2. So ist das. Ja, da ist auch ein richtiges Fliegengitter dabei. Dabei ist natürlich diese mega große Markise, die, ich sag mal, das ist kein Spielzeug, das funktioniert alles wahrscheinlich elektrisch, oder? Ist alles elektrisch, ja, und richtig massiv. Ja, immer mit LED dran. Wir haben auch außen mit schönen Außenlautsprecher dran, Außensteckdose, wirklich viel Komfort. Last but not least steht da hier der FlexStep. Vielen Dank erstmal für dich und die Marke heißt jetzt ganz genau wie? Die heißt No Boundaries. No Boundaries ist von der Riesenfirma Forest River. Kommt auch FlexStep her. Sehr schön. Und die werden wo gebaut eigentlich? Ja, die kommen eigentlich von Illinois. So, da ist kalt eigentlich. Das heißt, die müssen sich mit Kälte auskennen. Ja, absolut. Ja. Vielen Dank fürs Einschalten. Das ist Peter Loy von Automax und wir sind auf dem Caravansalon in Bern und er spricht ganz hervorragend Hochdeutsch, weil er ist direkt an der deutschen Grenze, nämlich in Schaffhausen, wer sich auskennt. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss.